Ahoi und willkommen zurück. Heute mit HuMan, den ich ja auch sehr schätze, der ein bisschen älter ist, ein bisschen mehr philosophischer, nicht so sehr wissenschaftlich, aber doch immer sehr interessante Standpunkte hat. Er ist eben ein MGTOW, er sieht die Dinge ein bisschen vielleicht härter als andere, aber nicht in keiner Weise bösartig oder so. Und ich habe hier viele interessante Gedanken gehört, die ich mit euch teilen möchte. Das Video kam vor ein paar Tagen, das habe ich schon gesehen, das ist direkt auf meiner To-Do-List gewesen. Es ist hart für Frauen, wird es hart sein, das zu hören. Wir werden später dann nochmal Teile des Livestreams sehen, ein paar, wo Zuschauer dann auch sehr interessante Gedanken einsenden, die ich teilweise kommentieren werde. Ich hoffe, die Übersetzung ist gut. Ich werde überall einspringen, wo was zu erklären ist oder wo die Übersetzung schlecht ist. Ein kleiner Spoiler, alles, was hier gesagt wird, wird ihm eine 72-jährige Frau schreiben. Alles, was er sagt, stimmt. Das fand ich eigentlich den Hammer. Es gibt ja auch Frauen bei ihm, bei mir auch. Nur mal so als kleiner Tease auf den Kommentarteil. Den muss ich mir dann nochmal angucken, wie ich den zurechtschnippel, dass da nur die wichtigen Botschaften drin sind. Ja, ich könnte das jetzt auch alles auf meine Fahne schreiben, sozusagen, das zu einer deutschen Ausstrahlung machen. Aber ich finde, ich möchte mich nicht mit fremden Federn schmücken. Deswegen mache ich es im gewohnten Verfahren, führe euch das vor und teile das mit euch. Und spring halt da ein, wo es nötig ist. So, dann schauen wir doch mal rein. Der Titel ist, vielleicht ist es das, warum Frauen okay damit sind, zu lügen. Hatte ich ja in der Neurologie auch einiges zu gemacht und in der Kommunikation. It's very Er hat darüber nachgedacht, warum haben Frauen anscheinend eine einfachere Zeit damit, oder haben es einfacher damit, ihre eigenen Lügen zu glauben. Hatte ich ja was gemacht zu Zauberwald und so. common to hear with women saying that when they grew up, they didn't have female friends, mainly guy friends, because they didn't get along with women well, because of their cattiness and their lying and their backstabbing. Ja, also gleich schon das erste Ding, Frauen untereinander machen sich Komplimente und meinen es nicht so. Ich habe auch von vielen Frauen gehört, die mit Männern wesentlich besser klarkommen, weil Frauen wissen, wie Frauen sind. Frechheit, Lügen und Angriffe aus dem Hinterhalt, Ninja-Style. Und von Kindheit an. Not so with men. You don't really hear guys saying, I didn't like hanging around guys because of the psychological abuse, the lying, the backstabbing, the manipulation. I could never trust guys. Sure, there's the outliers. Guys lie too. Ja, die Ausreißer sind dann wahrscheinlich der narzisstische Chat, jetzt mal am Klischeebeispiel, klar. Den sie dann immer suchen und dann hinterher heulen, dass sie ihn nicht binden konnten. Aber im Großen und Ganzen erleben sie das bei Männern eben nicht. Also da würde ich auf mein Ninja vs. Samurai Video mal aufmerksam machen. Aber gut. But at men's call, men have something called honor that we really respect, and closely tied to honor is keeping your word and abiding by promises. And it takes a lot for a man to break his word about something very, very important, especially when he's given his word to someone else about a foundation to life. I mean, where do you think things like contracts got invented? Men, in a civilized sense, were so wanting to make the world just, fair, and the morals of a man was codified in contracts. Ja, er spricht an, dass das Vertragswesen und Vereinbarungen unter Männern, der Handschlag, sehr bindend sind, ein Mann, ein Wort und so weiter. Ja, in der breiten Masse würde ich das absolut unterschreiben. Eine Frau hat immer den Prärogativ, ihre Meinung zu ändern. Gibt es den schönen Spruch? Ja, nee, Männer untereinander eigentlich nicht. Nicht in wirklich wichtigen Dingen, ja, aber abgesehen von den Alltagslügen, ja, da sehe ich einen wesentlichen Unterschied. But you notice the only contract in English law that is allowed to be broken just because you feel differently is a marriage contract. So geil. Der einzige Vertrag, der gebrochen werden kann, ist der Ehevertrag, weil man eben seine Meinung auf einmal ändert, weil man sich nicht mehr so fühlt. Look it up. And let's not even go into who benefits from breaking that contract. Ja, guckt es euch an. Er meint wirklich, er hat es recherchiert. Ja, das ist so. Unabhängig davon, ob Frauen jetzt in 90% der Fälle wahrscheinlich davon profitieren. But
Let's get back to women not liking themselves. Women lie to themselves. Frauen trauen sich untereinander nicht sehr viel über den Weg. Men believe the lie, and then that lie to themselves ends up lying to everyone around them. That's what the heartbreak is. But women, I don't think, directly lie to men. Not to say that we should excuse it. At the heart of women's lies. Er sagt, sie lügen nicht bewusst. Das kommt aus dem evolutionären Unbewussten. Ja, da ist so ein bisschen auch meine Schwierigkeit. Ist der Zauberwald jetzt sozusagen die ultimative Entschuldigung für all den Quatsch? Oder teilweise tun sie es sehr bewusst, bin ich der Meinung. Aber die Anlage dafür ist natürlich von der Evolution geschaffen. Da bin ich so ein bisschen auf seiner Seite. Is women being naturally born enemies to each other. They don't like themselves, they backstab each other. You just need to ask. Sie lernen es, sich gegenseitig nicht zu trauen. Sie sind natürliche Feinde untereinander. Außer es kommt die Bedrohung von außen, dann geht der In-Group-Bias an. Das ist auch evolviert. Most women about their experience with their female friends growing up in school, and there was a lot of psychological abuse, lying, manipulation. And so I think a woman, because of her mistrust and dislike of other women, and also I think it plays into women disliking themselves. Ja, es hat was damit zu tun, dass sie sich nicht leiden können. Und sie erleben schon in der Schulzeit halt ganz viel von diesem psychologischen Missbrauch untereinander. Ja, Frauen sind genauso aggressiv wie Männer, tragen es eben passiv-aggressiv aus, über Rufschädigung, über Manipulationsspiele und so weiter. Und dieses, dass Frauen sich selbst nicht mögen, habe ich gut in dem 4-Säulen-Video und in der Neurologie natürlich beleuchtet. Starke Außenvalidierungstendenzen, ja, innere Leere und so weiter, hatte ich häufiger gesagt, die eigentlich dahinter steht, die dann im Außen ausgeglichen werden soll. And here's what I mean. Look at everything about a woman. It's misdirection, makeup, push-up bras. You look at women's problem with their body image, how the claws come out between their female friends. They can't keep friends. They can't get along with other women. They mistrust other women. Ja, wie die Krallen rauskommen, ja, wie sie anderen Frauen misstrauen. Frauen geht einer ab, wenn sie sich gegenseitig schlechte Gefühle geben. Ja, teilweise ist das so, weil eben auch schlechte Gefühle sind besser als keine Gefühle, hatte ich an anderer Stelle auch schon mal gesagt, passt alles. They pretend to compliment each other, but they don't. They dress themselves up to like each other because they don't. They're natural enemies to one another. And as a consequence, women don't like themselves that much. Frauen bauen eine Fassade auf, um sich gegenseitig zu mögen, aber hinter der Fassade hassen sie sich eigentlich und malträtieren sich. Und aus dieser Konstellation, seine Hypothese, wird der inhärente niedrige Selbstwert, der Selbsthass sozusagen noch verstärkt. And they're always overcompensating to try and like themselves more. You know. Genau, und diese Überkompensation, dieses Defizits im 4-Säulen-Video versuchen sie immer über Außen zu kompensieren, ja. You know, we're worth it. Hey, sisters, we love. Ja, wir sind's wert. Ah, Schwestern, wir sind toll. Das ist dieses Selbstaffirmative, wo ich sofort meinen Alarmsensor angeht, wenn jemand anfängt, gerade von Frauenseite, diese Selbstaffirmationen zu bringen. Das zeigt eigentlich im Umkehrschluss, wie wenig Selbstwert da eigentlich dahinter steht, weil es künstlich ist, sozusagen eine künstliche Ego-Projektion ist, die auch auf der kollektiven Ebene gemacht wird. Love each other, we got your back. Oh, you look beautiful in that dress. Ja, falsch sein, being fake. You have to cover the female in fashion to see some beauty in herself because she's got such self-loathing. Ja, dieser inhärente niedrige Selbstwert sozusagen, den ich auch schon mal ansprach, muss sozusagen auch schon in der Kleidung, im Außen überdeckt werden, ja, mit Schminke und Push-Up-Bras und was er alles gesagt hat, ja. Es ist das Perverse eigentlich, diese starke Fixierung auf Außen. Man möchte um seiner Selbstwillen geliebt werden, sagte ich mal, aber man weiß, dass man aufgrund seiner Äußerlichkeit geliebt wird und geht sozusagen all in darauf und erwartet dann diese echte Liebe, um sich selbst Willen zu finden, die man sich selbst nicht geben kann. Ironie. For the female, but she's trying to love herself. This is wie andere Frauen sie bewerten, richten. Primarily, I think, why women wrap up their world in external superficial beauty, from being interested in fashion, from being interested in renovating houses. It's always dressing something up, a rebirth of something, like refashioning, dressing up your life by going on a holiday.
Genau, sie rennen praktisch weg. Diese ganze Außenvalidierungsgeschichte, ne, sei es Shoppen auf Amazon, auf Tinder, in Urlaub fahren, neue Einrichtungen. Ja, Frauen geben 80% oder 85% der Kohle aus, ja, weil sie immer wieder dieses Loch in sich selbst stopfen wollen, diesen inhärenten niedrigen Selbstwert, diesen Selbsthass auszugleichen. Ich bin da voll auf seiner Linie, auch neurologisch betrachtet. Environments, never sitting still enough and just coming to terms with that. Do you know what I mean? Überkompensation, ja, genau, was ich ansprach. Das ist alles im Außen, die Überkompensation im Außen. This is also why most men feel invisible in relationships, why a relationship with most women feels like it's just her relationship. You're never doing anything good enough. She's never satisfied. You know. Genau, und das zeigt sich dann auch in Beziehungen, das sehe ich auch ganz genauso. Es dreht sich sozusagen nur um sie. Ja, sie ist nie zufrieden, make me happy. Doing it right. Whatever the Wenn du dich dressieren lässt, ja, mach schön, ja, mach richtig. Nein, hast du falsch gemacht. Nein, komm, Leckerli, hatten wir im letzten Video. direction is her direction. Whatever the upgrade is in house, car, kids, lifestyle, the boredom, the need for variety, it's always her directing and steering it. Genau, diese Langeweile, das Bedürfnis nach Abwechslung, um von der inneren Leere abzulenken, die einfach da ist. Klar, muss im Außen gesucht werden, massiv durch Konsum. It feels like her relationship because it is, because she needs so much validation. Da sagt das Wort, die berühmte Außenbestätigung. Because she doesn't like herself. That's why women Genau, beweise mir, dass ich special bin, dass ich ein Einhorn bin, ja. Fucking fake ass unicorns. Weil sie es selber nicht können. Das steckt eigentlich dahinter. go on about Deswegen ist Aufmerksamkeit auch der große Hebel, wie wir wissen. the sisterhood. They want it to be true, but it's not. They don't believe in themselves. They don't like themselves because they don't really put their hands on the world to find out who they are. Most of the time they have Genau, also die Sisterhood, diese ganze Selbstaffirmationskiste ist sozusagen reiner mentaler Selbstbetrug. Deswegen kann ich auch diese Geschichten Boss B und so, dieses ganzen Quatsch nicht leiden, weil ich da durchschaue wie durch Glas. Das ist lächerlich eigentlich. Und dahinter ist das Kind, was sich selbst hasst. Ja. Oder sich selbst absolut nicht leiden kann, je nachdem, wie extrem es ausgeprägt ist. having a relationship up here. And even as guys and as a human being, man or woman knows, if you're always having a relationship up here and you're never testing it and touching it against the world, you really never find out who you are. Women are trying to now. Genau, und da spricht er das an, dass sie sozusagen nicht wie der Mann seinen Wert aus dem, was er kreiert, aus dem, was er schafft, aus dem Wissen, was er generiert, sozusagen seinen Selbstwert ziehen kann, sondern eben passiv sind und den Selbstwert vielleicht aus der Beziehung, aus dem Mann ziehen wollen oder aus den materiellen Dingen, kommen sie sozusagen nie an den Punkt, bleiben sozusagen in dieser Unterverantwortlichkeit, in dieser Mangelbewusstsein des eigenen Selbst. And they're struggling. And the hard thing is, they've burnt the bridge with men saying, we don't need your help. And all men want to do is help them. You know, I think women are overcompensating with disliking men. Hier ist noch ein interessanter Aspekt, also die Überkompensation durch diese Selbstaffirmation, ja, strong and independent, bla, Sülz, wird sozusagen auch noch negativ auf den Mann projiziert. Er, durch die Abwertung des Mannes als toxisch, als schlecht, als Patriarchat, als Wurzel allen Übels, steigert sich sozusagen der künstlich geschaffene Selbstwert noch weiter. Ja, also auch noch eine Doppelkomponente, nicht nur eigene Aufwertung, auch die Abwertung anderer in Relation führt sozusagen zu diesem künstlichen Ego-Push, der eben auf Sand gebaut ist. To try and really try and find a way to authentically love themselves, but they don't. It's in their nature not to. Genau, und da ist, er sagt es auch, es liegt sozusagen neurologisch schon meiner Meinung nach, nicht in der Natur, diese Lücke füllen zu können. Wish them the best of luck. Viel Glück, ihr habt ja die Brücke verbrannt, hat er vorher gesagt. Haut er. I just wish women would be more honest about their self-loathing and how. Genau, er wünschte sich, dass sie ehrlicher wären über diesen inneren, internalisierten Selbsthass quasi. Aber der muss natürlich externalisiert werden, ja, in der Unterverantwortlichkeit, und Männer sind schuld, kennen wir ja. They know they can't trust other women, yet they pretend sisters are doing it for themselves, like they're all a big happy family. And this is the thing, women are natural born enemies, but men are just neutral to each other. We don't actually care about each other. We don't actually care about ourselves. We will go to war and lay down our life for our country, our women, anything. Ja, Männer haben nicht so einen hohen In-Group-Bias. Wir sind neutral zueinander, wir treffen uns,
tauschen uns aus, ja, okay, mögen uns auch und haben diesen ganzen psychologischen Grundlagenkram nicht. That we love. We actually love the thing in and of itself. We take pride in our country. We take pride in keeping our word. We take pride in families, in our wives, in all these things. We take pride in all these things outside of us, and we show it by keeping our promise. Guys don't love each other. We respect the honor and the words men keep, and it shows we respect each other, but we're very neutral. We don't care about each other. We're kind of here. We're in the middle. We don't hate each other. We don't love each other. Wir denken nicht, dass wir so speziell sind in der Regel. Genau, wir lieben uns nicht. Im besten Fall, wenn du in deiner Mitte bist, in deiner Ego-Projektion. Ja, wir hassen uns nicht, wir lieben uns nicht. Ja, wir ruhen halt eigentlich im Optimalfall, wenn der Locus auf innen ist, in uns selbst. If a man does something to be admirable, keeps his word, achieves something in life, actually objectively shows, oh, well, that's something to be loved. Oh, I haven't done that. That's really hard to achieve. Look at the word he kept and what he built or what he did. Ja, wir bewundern die Leistung gegenseitig an uns, wenn wir dann was leisten, was Wichtiges tun. That's lovable. That's admirable. Das ist bewundernswert und auch liebenswert vielleicht. But aside from that, men are very, very neutral. But I think because of the hard wiring that men just love women in and of themselves, it's connected to childbirth, their mothers. Women are just goddesses to most men. And as such, we believe everything that comes out of their mouths. Ja, Männer sind viel zu leichtgläubig. Auch psychologisch halt nicht so gut aufgestellt, ja, eben eher im autistischen Spektrum. Und für viele Männer sind Frauen Göttinnen, weil sie die Mutter ersetzen. Zum Male Mother Need komme ich noch, hoffentlich endlich mal zum männlichen Mutterbedürfnis, was da natürlich rauskommt, wenn du sie zu stark podestalisierst. And the most... Und ach so, und was hier steht, und jeder sagt dir, dass du das auch tun solltest. Das ist das gesellschaftliche Narrativ, was sich da widerspiegelt. Meaningful things that comes out of their mouths, like I love you, or I promise, or I never will, or I always will. You can believe me. I swear, I promise. But for most women, it's to induce safety in that moment and for good feelings. Für sie ist ihr Wort nicht ihr Bund unbedingt. Das kann man ja gut an den Scheidungsraten auch sehen. Ja, das ist, um in dem Moment Sicherheit zu schaffen und die momentanen Gefühle auszudrücken, die in dem Moment absolut authentisch sein können, würde ich hier mal hinstellen. Ja, aber Gefühle können sich von einem Tag auf den anderen ändern, stundenweise. Ja, also wenn man im Gefühl lebt, kann man dem sozusagen keinen Glauben schenken. Ja, würde ich unterschreiben. So it's part of their survival, and one could say it's not their fault, but it is because. Er sagt, man könnte sagen, es ist für ihr eigenes Überleben. Sie haben keine Schuld daran oder Scham, die sie dafür empfinden sollten. Und er sagt, nein, weil... all of us are responsible for our actions and what we say. Genau, und er bringt die Verantwortung ins Spiel. Wir sind dafür verantwortlich, was wir sagen, was wir tun. Keine Unterverantwortlichkeit. Sehr gut, sehr wichtig. Ob sie das leisten können, steht wieder auf einem anderen Blatt. Da bin ich ja skeptisch. Ne? Das ist so die alte Frage. Ja, will man sie in Schutz nehmen für ihre Verdrahtung oder will man sie sozusagen verantwortlich machen? Ich würde sagen, wenn sie männliche Autorität haben wollen und die Freiheit, dann ist die Verantwortlichkeit sozusagen der Preis dafür. So, it is their fault, but it's a way of understanding how women are and how they lie to themselves. A man loves his woman the way he would his daughter, on a very similar, if not same level. You see, most guys treat their woman like she's a... Unfortunately stand da noch, unglücklicherweise liebt er die Frau, wie er seine Tochter liebt oder ja, für sie selbst sozusagen, ja, durch ihre Hülle vielleicht, ja gut, kann man jetzt wieder oberflächlich nennen, aber dieses Argument möchte ich mal kurz aufmachen, habe ich dann auch schon gehört und mehrfach erwähnt, ja, Männer lieben Frauen für das, was sie sind, sozusagen, auch ihre Oberfläche, wesentlich mehr, auch hormonell, während Frauen Männer dafür lieben, was sie für sie tun können, wissen wir ja. Oder wie viel Ego-Lücke sie in ihr füllen können. A little girl. And she loves being treated that way. Ja, und sie lieben es, wie kleine Mädchen behandelt zu werden. Muse Mastery Frame hatte ich erwähnt. Such they excuse every lie and all the abuse and hatred towards him because he... Ja, Lügen, Missbrauch und Hass gegen ihn wird alles entschuldigt, weil du bist ja nur ein kleines Mädchen. Und das würde ich mir persönlich nicht mehr geben. Ich bin da auf der Verantwortlichkeitsschiene, zumindest in der individuellen Beziehung. Also wenn das eine nochmal mit mir abzieht, knallhart in die overte Kommunikation, in die Verantwortung ziehen. Und wenn das nicht geht, dann bleib doch ein kleines Mädchen und such dir einen anderen zum Spielen. Wäre meine Meinung dazu. Aber er hat völlig recht.
Im schlimmsten Fall, es muss ja nicht immer so schlimm laufen, aber gut. He loves Pumpkin just like he would love his daughter. Men actually really, really love women just for who they are as a person. Men love things for what they are, autotelically. Man loves his car for what it is. A man loves his country. A man loves his hobby. A man loves his woman. He loves the things in and of themselves. He just loves them, especially once they prove themselves to him. Wenn sie sich ihm bewiesen haben, ja, wenn sie sozusagen haben Dinge einfach einen inhärenten Wert für einen Mann. Diesen Wert können sie durchaus lieben. Also auch die Frau fällt darunter. Loves them and it's very, very hard to break that. Genau, und hier würde ich Vasopressiden sehen, warum jetzt in Beziehungshinsicht dieses Band so schwer zu durchbrechen ist und warum Männer sich so schwer damit tun, mit Trennung wesentlich schwerer als Frauen. There needs to be a very, very good reason. But a woman really doesn't love a man. A woman loves herself through a man. Die Frau liebt sich selbst durch den Mann und deswegen sind sie ja auf die Spitze der Pyramide so scharf, auf die Tops. Ja, warum? Weil wenn sie ihr eigenes Ego-Fall nach unten, 4-Säulen-Modell, sehr, sehr tief ist, vielleicht auch durch den hohen Social-Media-Gebrauch und die hohen Vergleichsmöglichkeiten, ja, muss der Fall nach oben, muss Alpha Chat sozusagen im besten Fall ja besonders einen Fall nach oben haben, um ihren Fall nach unten sozusagen krass auszugleichen, ja. Most women want to love themselves because they innately don't. So women love themselves through men. When a woman says, I love you, she loves how he loves her. Ja, genau. Wenn sie sagt, sie liebt dich, dann sagt sie, sie liebt es, wie du sie liebst. Ja, ja, das Gefühl hatte ich auch häufig. Ja, genau das. And as a consequence, she loves herself through his love of her. Women don't love men. They love themselves through a man's eyes. So I think that's the big betrayal for men. Men believe. Es ist keine Lüge, wenn du es glaubst. Das ist auch ein interessanter Aspekt, ja. Also wenn du sozusagen natürlicher Alpha bist, sagen wir mal, Erfolg mit Frauen hast und selbst die zweifeln langsam, habe ich auch welche in den Kommentaren, dann fällt dir das alles gar nicht auf. Dann bleibst du sozusagen in der Matrix geplagt sozusagen und glaubst das alles. Wenn du immer deiner Leistungslast gerecht wirst, wenn du sozusagen vom Aussehen und Einkommen und all diese Bedingungen erfüllst, ja, dann liebt sie dich auch. War klar. Dann fällt es dir sozusagen nie auf, was da eigentlich hintersteht, dass da nicht sozusagen die wahre Liebe zu dir selbst, die vielleicht gerade die mütterliche Liebe eine Rolle spielt, die bedingungslose Liebe und all diesen romantizistischen Schwachsinn. Ja, aber man kann sich natürlich schön auch weiterhin in der Lüge, in der Matrix aufhalten, wenn man das möchte. Und vielleicht merkt man es nie, was wohl für die meisten Männer gilt. Noch, aber es werden wesentlich, wesentlich mehr Aufwacher in den nächsten Jahrzehnten. Those earnest words of I promise, I love, and things of that nature, because it's almost absolute and unbreakable when it comes from a man's mouth. It's unthinkable that anyone would break such a vow. And you would never respect anyone who would break a vow. But if it comes from a woman's mouth, everyone not only forgives it, but it's just normal. You know, the old saying. It's a prerogative for a woman to change her mind. Da kommt es nochmal. Es ist das Prärogativ einer Frau, ihre Meinung zu ändern und ihre Gefühle zu ändern. Klar, ihnen belegen was zu. Klar, warum? Weil sie das arme kleine Mädchen ist, was beschützt werden muss aus dem evolutionären Unbewussten. Ja. Klar, hier sei doch unterverantwortlich. Mach doch. Och, du arme Kleine. Nein, nein, nein. It's another way of saying it's okay for women to lie. Genau, im Endeffekt gibst du ihnen carte blanche, ihren Schwachsinn durchzuziehen. I hope that was edifying for both men and women, that women are natural born enemies and they dislike each other, and as a consequence they dislike themselves. And so they want men to love them as a validating factor. They love men as an ego boost. Er sagt es auch nochmal, Ego-Projektion, klar. Bitte denk besser von mir, klar. Da kommt dieses starke moralische Schwarz-Weiß-Denken auch noch rein. Ja. So when a woman says, I love you to a man, most women are saying, I want you to make me love myself. Genau. Wenn sie sagt, liebe mich, dann hilf mir, mich selbst zu lieben. Das ist es eigentlich. Ja. Through your pedestalizing of me, of you thinking I'm special. That's what love is to most women. Make me feel really special continually. With most women, they're born with it. It might have been exacerbated by the way they were raised. If they were actually told they were worthless or they
weren't given affection or given. Er spricht die Daddy-Issues an, die toxischen Elternhaushalte, wo der Fall nach unten sozusagen immer weitergeht, ja. Und dann muss dieses Loch, ist es noch viel größer, und dann muss der andere sozusagen dieses Loch noch viel mehr stopfen, dann muss der Typ noch viel toller sein und sie noch viel mehr podestalisieren, ja. Aber die Ironie ist, tut das halt zu viel, hatten wir auch im vorigen Video, ja, dann ist er wieder unattraktiv. Damit kann man sozusagen ja auch dieses böse Spiel betreiben und ihr sozusagen die Validierung immer wie eine Wurst vor der Nase halten. You never want to give a girl validation. You never compliment a girl. Ever. Ja. Wenn du sie nämlich voll validierst, dann fällt dein Wert in ihren Augen, unbewusst oder bewusst. Given any worth by their parents, their mother or father, even worse. Because it's already in a woman's nature not to like herself and not to trust other women and to lie to each other. If the parents exacerbated that as well, forget it. Genau, vergiss es. Ja, diese Frauen sind praktisch, kannst du mit der Kneifzange anfassen. Something interesting to think about. Let me know about my perspective in the comment section, what you think. Subscribe. So, und jetzt kommen wir gleich zum nächsten Teil des Videos. Ich habe mir extra die Kommentare alle zusammengeschnitten, habe das synchron übersetzt und habe vergessen, die Aufnahmetaste zu drücken. Ja, so amateurhaft kann man sein. Ich bin völlig leer an der Stelle, aber ich wollte zumindest den Kommentar von der Frau, den ich angekündigt hatte, wenigstens noch an das Video anfügen, um nicht völlig wortbrüchig zu sein an der Stelle. Der war wirklich gut. Ich würde empfehlen, ich verlinke das Video unten für die Leute, die es wirklich interessiert und die englischkundig sind. Hier gibt es auch keine Untertitel, das ist wirklich das Problem bei dem Livestream. Die können sich die letzte halbe Stunde, die ist wirklich Gold wert. Ja, da ist viele interessante Sachen drin. Zwar wiederholt sich es auch viel, aber viele Männer, die interessante Gedanken haben zu dem ganzen Thema, die aber eigentlich auch nur den Inhalt dieses ersten Videos wiedergeben. Deswegen priorisiere ich jetzt und mache mal nur diesen Kommentar. Ich werde es stoppen und danach gucken wir mal übersetzen. Das schaffen wir für 5 Minuten oder so, das geht schon. Where most women are. White Witch. White Witch heißt sie. This is a female who commented under my video. Die hat unter seinem Video kommentiert, eine Frau. She said, as a 72-year-old woman, Als eine 72-jährige Frau, looking at it from the 10,000 foot view, die den 3000 Meter hohen Blick des Alters hat, on the mountaintop of life, auf dem Gipfel des Lebens, dem Berggipfel. I must say you are 100% correct in everything you say here. Du bist 100% richtig mit allem, was du gesagt hast in dem Video. I told my son many years ago Ich habe meinem Sohn vor vielen Jahren gesagt, that it has been my observation dass es meine Beobachtung war, that men love deeper than women. dass Männer tiefer lieben als Frauen. I suppose it's the many bumps and bruises of my life that Das sind die vielen Schlaglöcher und blauen Flecken des Lebens, die mich zu dieser Erkenntnis geführt haben. gave me more insight, but you articulated it all so much better than I Aber er hat es wesentlich besser artikuliert, als sie es je hätte können. ever could have. I have women friends who need to hear this, Sie hat weibliche Freunde, die das eigentlich hören müssten. but I will not send it to them. Aber ich werde es ihnen nicht schicken. This is the thing. Das ist die Sache. Women don't want to hear this stuff. I'm Frauen wollen das nicht hören. not saying that you need to share it with women, but Er sagt nicht, dass sie es jetzt unbedingt teilen müsste. women don't actually tell other women the reality of life. Frauen belügen sich gerne gegenseitig, wissen wir, anstatt sich selbst die Wahrheiten des Lebens zu geben, Because they don't want to get into arguments, because women are very weil sie nicht ihre soziale Stellung im Stamm gefährden wollen, weil sie nicht in die Cattiness, also in die Giftigkeit anderer Frauen tappen wollen and they won't be your friend anymore. und damit Freundschaften auch gefährden wollen, indem sie ihnen die Wahrheit sagen. So women lose friendships if they're honest with each other, Frauen verlieren Freundschaften, wenn sie ehrlich miteinander sind, whereas men's friendships, they get more solidified when we're honest with each other. während männliche Freundschaften dadurch viel mehr an Tiefe gewinnen, wenn wir ehrlich miteinander sind. Blah, blah, blah. But I will not send it to them. It's too sacred of a message and they will only get defensive. Das ist eigentlich so eine wichtige Nachricht, aber sie würden es sofort Ego-Defense-mäßig abwehren. It'll just annoy me because they don't want to see themselves or Es würde sie dann wiederum nur nerven, weil sie es halt nicht einsehen würden. ourselves for what we are. Weil sie nicht die Wahrheit darüber wissen wollen, wie wir eigentlich sind. I've broached the subject in the past to no avail. Sadly, it's the only way
Sie hat es in der Vergangenheit schon mal probiert. it'll ever get fixed. I agree. Das ist der einzige Weg, die Frau sozusagen zu reparieren, indem sie diesen Fall nach unten, diesen inhärenten niedrigen Selbstwert, wie ich ihn nenne, der eben unterschiedlich auf dem Spektrum ausgeprägt ist, zu reparieren. Und das geht nicht durch den Mann, das geht nicht durch Amazon, das geht nicht durch Tinder, das geht nicht durch alle Außenvalidierungen, auf die sie nun mal geeicht sind. Look at it with an objective mind. Wenn man mit einem objektiven männlichen Verstand draufschaut. Look at it with an objective mind. Thank you. Thanks, White Witch. Danke, White Witch. A 72-year-old woman is being very honest Wenn eine 72-jährige Frau mal ehrlich ist, that she can't even talk to other women kann sie nicht mal anderen Frauen das vermitteln. about the reality of them needing to look in the mirror, Über die Realität, der sie sich im Spiegel stellen müssten. be honest, work on themselves, Seid ehrlich mit euch selbst, sage ich auch immer. Freud, muss ich nochmal zitieren, arbeitet an euch. instead of blaming the world and make up excuses that Ja, und stattdessen wird wie immer die Welt, der Mann beschuldigt, werden Entschuldigungen gefunden, die Opferrolle eingenommen. Ja. it's all men's fault. Und am Ende ist immer der Mann schuld, sagt er nochmal. She can't even do it because no one listens Nicht mal eine Frau, eine erfahrene alte Frau könnte das tun. Ihr würde nicht zugehört werden. and she'll probably, get women breaking friendships and Und es würde sie sozial isolieren, was sie ja auch instinktiv nicht möchte. so women are their own worst enemies. And Frauen sind ihr eigener schlimmster Feind. because now they listen to the public saying, Weil sie jetzt der Allgemeinheit zuhören, die sagt, be on your own, ladies. seid alleine, You don't need men. ihr braucht keinen Mann, You don't need anyone. ihr braucht niemanden, ihr seid stark, strong and independent. We're a social species, Trotzdem wir eine soziale Spezies sind. but don't worry about that. You can just be on your own. Aber darum müssen wir uns doch keine Sorgen machen, gerade als Frauen. Du bist gut alleine, das können Männer wesentlich besser. Good luck. Viel Glück. The pharmaceutical industry is making a killing, Die pharmazeutische Industrie verdient sich eine goldene Nase. a absolute killing from antidepressants and antipsychotics Von Antidepressiva und antipsychotischen Mitteln from females. durch Frauen. So, den Rest machen wir nicht, ist nicht so wichtig. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen, auch wenn es leider ein bisschen ein Unfallvideo ist an der Stelle. Wenigstens wird es dadurch nicht so lang. In diesem Sinne hoffe ich, habe ich zum Nachdenken angeregt. Meine Arbeit endet hier. Eure beginnt jetzt unten in den Kommentaren. Ahoi und bis bald.